Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Greedfall mit mir, der Steffi. Wir spielen De Sardet im 17. Jahrhundert, haben Kurt und Vasco mit dabei und wir haben uns letztes Mal hier um die Holzfäller gekümmert. Ne? Es gab Todesfälle und jetzt streiten sich die Eingeborenen mit den anderen Leuten, ob es jetzt ein Fluch ist oder ob es von jemandem hervorgerufen wurde. Das sollen wir, glaube ich, untersuchen. So. Jetzt muss ich kurz was erwähnen. Ich habe keine Ahnung, wie der Ton ist. Denn ich habe meinen Standfuß, kann ich jedem empfehlen, der den Laptop zusammen mit dem Mikrofon auf dem gleichen Tisch stehen hat. Und wenn man mit den Tasten dann spielt, kann das Geräusche geben. Und um das zu vermeiden, habe ich immer, jetzt kommt so ein Real Talk, heutzutage sagen die Jugendlichen, glaube ich, Lifehack oder sowas. Eine Rolle Klopapier, eine volle Rolle Klopapier. Und da stellt man dann das Mikrofon drauf, also wenn man ein Standmikrofon hat, und dann ist das mit den Geräuschen besser. Jetzt habe ich die aber nicht mehr, weil wir brauchten die Rolle. Ich hätte vergessen, welches zu kaufen. Und somit mussten wir die Rolle brauchen. Jetzt habe ich notdürftig versucht, das anders zu dämmen. Ich weiß aber jetzt an dieser Stelle noch nicht, ob das was gebracht hat oder nicht. Ne? Also, ja, nur mal so kurz. So weit, so gut. Was sollten wir machen? Ach ja, wir sollten jetzt hier die Jäger am Waldrand befragen. Oh, wir haben hier noch was offen, sehe ich gerade. Hier. Klar, eine neue Map, ne? Entschuldigt auch für das Schmatzen zwischendurch, das sind meine Kaugummis. Ich esse gerne Kaugummis. Achso, nee, Moment. Oh, da haben wir sowieso was vergessen da hinten. Jo. Es ist wieder eine neue Aufnahmesession, deswegen bin ich selbst wieder so ein bisschen raus. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Was? Ach so. Gott. Guck mal, wie schnell die sind. This is our prey, Renaigse. How can we earn our reward if you hunt our prey? Komm, wir erklären uns. We only defended ourselves. These beasts attacked us. But take them. We do not intend to eat them. Thank you. But what are you doing here, Renaigse, if you're not here to hunt? We were looking for you. Us? What do you want from us? 3 woodcutters were poisoned yesterday after eating what you brought them. Poison? I swear we are not responsible for this. Wir haben 100%. Listen, all the clues lead to you, but it may simply have been an accident. How about you tell me exactly what happened? It wasn't really an accident, but we did not want to kill them either. Then tell me how it happened. We did not decide to do this. We were trading beautiful things with the camp. But the elder said that we would be traitors to our clan if we let the woodcutters cut down all the trees. Which elder? One of the old men from Vigigidor, our village. He is very angry because we cannot heal the glade. He gave us the meat of an andrig killed by a venomous dosentats. Its flesh is perfectly edible when prepared with certain berries, but without them, eating it would be lethal. And since the Renaigse invaded our forest, these berries are nowhere to be found. He wanted it to be a lesson for them, so that they may understand that their destruction brings death. I will not hold you responsible, but from now on you will no longer bring meat to this camp. You were the instruments of a hateful old man's vengeance, and I'm under the impression that there will be even more deaths if I do not get to the root of this problem. The old man is clever, but his devious scheming will only make things worse. This whole thing could turn into an open war. We cannot let that happen.
Sir de Castillon will be able to give some advice on how to solve this property conflict without violence. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder... Wir sammeln mal eben auf. Der Typ, den Sie jetzt erwähnt haben, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich glaube, der ist bei Konstantin. Mhm. Naja, wir müssen jetzt zurück. Das machen wir auch. Wir gehen da jetzt erstmal nicht mehr hin. Das machen wir jetzt auch. Wir gehen dem jetzt nach. Ich muss mal gucken, weil wir waren ja jetzt schon... Also ich habe jetzt lange nicht gespielt. Genau, das machen wir. Das ist ein Nebenquest. Das sind Nebenquests, die ja so mitlaufen. Und die Hauptquests... Ja, Dorf... Expeditionslager der Gelehrten... Und ja, hier das hier. Ich glaube, das hier und das Dorf müssen wir dann auch bald mal machen. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. Und dem folgen wir jetzt auch. So. Aber wir hatten ja auch schon wieder sehr viele Gebiete da, die jetzt noch nicht erkundet waren, glaube ich, ne? Zeig mal, genau. Das da haben wir, da führt uns aber noch nichts hin. Deswegen, und ich weiß jetzt nicht, wo war noch irgendwas? Nee, sonst war... Ja gut, hier waren wir auch noch nicht, ne? Da waren wir doch auch, haben wir doch auch schon alles aufgedeckt, glaube ich, ne? Und da werden wir auch dann hingehen. Jetzt klären wir aber erstmal das hier. Genau. Zu unserem Wohnsitz. Wie viel Zeug habe ich bei? Auch ich bin leer. Gut, dann können wir direkt... Ups, dann können wir direkt weiter. So. Ich guck mal lieber nochmal, ob wir nicht schlafen können, weil... Ja, man kennt es. Seht ihr, es wäre jetzt Nacht geworden. Ich hab mir sowas schon gedacht. So. Oh, wartet mal. Ich habe eigentlich gedacht, wenn hier noch eine Quest kommt von den DLCs, müsste es die da nicht hier drin geben? Irgendwo? Oder haben wir die schon bekommen gehabt? Naja, wenn es stand da zumindest, dass wir das... Ich weiß jetzt im Moment gar nicht mehr, was für DLC wir da haben. Aber wir haben es auf jeden Fall. Naja, gut. Ich glaube, das können wir immer noch nicht, ne? Nee, was ist das? Level 3. Ach Gott, wir haben noch nicht mal 1. Ei. Ja gut, einfach mal weiter jetzt zu diesem Courcillon. So, der ist oben. Oben. Wo denn? Hä? Zweiter Stock. Wartet mal, da war doch, glaube ich, ne? Da müssen wir hoch. So, hier ist doch ein Weg nach oben, ne? Oder ist der unten? Und ist dann in dem Raum oben. Was ich meine? Moment mal. Nee, zurück. Gott. Da müsste der sein. Jawohl. So. Ja, der ist mit uns geschifft. De Sardet, my young student, what can I do for you? Oh, wir haben super viel. Haben wir ihm das alles schon gefragt? Ich hab's vergessen. Ihr könnt skippen oder das Ganze schneller machen. Wir gehen das mal eben alles durch. What do you know about Lady Morange? Laurine de Morange is a brilliant woman. The work that she has accomplished here is remarkable. In that case, why did the prince strip her of her governor status? For political reasons, obviously.
Allowing someone so brilliant to govern a distant city for too long is not without risks. She may eventually have whims of independence. What's more, the prince was looking for a position where your cousin could learn his responsibilities. This governor position seemed ideal. What can you tell me about the congregation's status on the island? Well, thanks to Lady Morange's excellent work, our situation is rather comfortable. Our young city is expanding, new villages and cultivations are starting to emerge, and unlike our neighbors, we have managed to develop rather positive relations with the natives. I hope that our new governor will continue in this direction. Do you have any news from my uncle? Don't forget how long it took us to reach this shore. I don't think we'll receive any mail from the prince for some weeks, but I am certain that he would be very satisfied with your work here. Just like I am. So, jetzt aber. Über die Lage. The mission you entrusted me with has made great progress. Very well. Let's see. Good. You have traveled great distances, and the terra incognita will soon be but a distant memory. Keep doing what you're doing, De Sardet. Can your old professor still prove himself useful? Mhm. I've found no traces of Professor Seraphedin yet. That's most regrettable. But keep looking for him, will you? You never know. Can your old professor still prove himself useful? I've come to find you because I received a complaint from the natives of the village of Vigigador. They want to be able to access a clearing exploited by our woodcutters in order to heal it. To reforest it, I assume. But our men there say that it belongs to them and are refusing to let the natives enter it. The site was supposedly ceded to them several months ago. But tensions are running high and some men have lost their lives. If we don't intervene, we're heading for a real confrontation. It is very regrettable, and I approve of your desire to appease this conflict. According to what you have told me, if ever there was a contract, it must have been signed under our former governor. You should go to the archives and verify this. Then go and talk to Lady Laurine de Morange. And of course, I'll be delighted to help you once things have been clarified. Thank you, Professor. Once more, you've been of great help. Can your old professor still prove himself useful? Nee, ich glaube, das war dann Looking alles. forward to seeing you again, Sir de Corsillon. Schön, ins Archiv. Der Pfeil sagt schon mal, dass das Archiv unten zu finden ist. Dann werden wir dem auch folgen. Also wir müssen jetzt ins Archiv irgendwelche alten Verträge finden und damit dann zu Lady Morange noch mal gehen. So. Das Archiv muss irgendwo hier unten sein. Irgendwo auf der Seite hier, glaube ich. Habe ich da hinter mir nicht noch so ein... Warte mal. Irgendwas hat doch hier... Nee. So. Das war doch das Archiv. Ach, das Archiv ist unten, ne? Ja, es ist unten. Ah, in den Keller also. Und da kommen wir hin, wie? Untergeschoss. Ja, das ist Untergeschoss. Wir kommen in den Keller. Ne, nach oben. Ja, hier hinten links. Genau. Ach so, ich dachte schon. Oh, da ist was drin. So, ab nach unten. Da nicht, aber da. Wo sind da? Achso. Das Archiv. Hier ist das Archiv. Okay. Guck mal hier. Besitzurkunde über die Holzfällerei. Nach Verhandlungen zwischen Häuptling Dankers
und Gouverneurin de Morange über Ländereien in der Region von Quenva wurde hiermit beschlossen, dass die verhandelten Ländereien von nun an alleiniges und ausschließliches Eigentum der Händlerkongregation sind. Eine Forstnutzung durch Holzfällerei ist ausdrücklich gestattet. Der Zugang zu diesem Gebiet ist jetzt nur noch Mitgliedern der Kongregation erlaubt. Oh je, das werden doch, nur weil das ein Stück Brief sagt, werden das doch die Eingeborenen nicht verstehen. Wie sollen sie auch, ne? Also ich rede jetzt nicht davon, dass sie dumm sind oder so, aber es geht ja hier darum, dass das für die ja nur ein Stück Papier ist. Ne? Die haben ja ihre eigenen Rituale und so. Wer will denn hier freiwillig schlafen? Also ganz ehrlich, ohne so Licht und... So, jetzt sollen wir zu der Lady gehen. Und dann bequatschen wir das mit ihr. Aber das ist schön, die haben sehr, sehr wenige Ladebildschirme, ne? Also sehr wenig. Man kann eigentlich so gut wie überall durch direkt, ne? Hallo? Your Excellency, Ah ja. it is an honor. Ja, super. Für mich auch. Lady Morange wohnt immer noch dort hinten. Also ich bin davon überzeugt, dass es jetzt wieder dunkel wird. Weil das ist irgendwie immer so. Wenn wir aus dem Palast rauskommen, haben wir irgendwie so, als wenn wir da 12 Stunden drin verbracht haben. Good day, my lady. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? I need you to enlighten me about the property deed of a glade near Vigigidor. The natives want to access this place, which according to them is sacred, and which they would like to heal. But some of our men there are using this deed to deny them access to the area. Tensions are running high, and some people have died. Yes, there was a time when we enacted a lot of contracts. Do you have the document with you? Yes, here it is. This cession agreement is only signed with a cross on the native side. Well, writing is foreign to them, as is the notion of land ownership. For them, the earth only belongs to Ja, itself. sage ich ja. If they did not possess these lands, how did they cede them? I doubt they knew what this agreement represented, to be honest. In that case, why make them sign it? When we arrived on the island, we had to ensure our access to certain commodities. We also had to make sure that we had legal ownership of the lands we were occupying. The natives dreamed of possessing some baubles that they didn't know how to craft. It was easy to make them sign agreements that they didn't understand by giving them some. I was a stranger to their philosophy then. I only thought about my city, and I regret it. I'm sure we can fix this mistake. I hope so, Your Excellency. Come, let's find Sir de Corsilion. Can I help you with any other matter? My lady, I have to go. Goodbye. Sir de Corsilion, it's always a pleasure. Madame, I expect you've come to see me about this regrettable problem concerning a clearing, which my student told me about. Indeed, and I think I may have a solution that will allow us to solve this conflict peacefully. I'm listening. I must admit that I established this at a time when the culture and the mentality of the natives was foreign to me. The clan of this village was rather open to our presence. They welcomed us with benevolence. For this reason, I think we should allow them access to these lands. In doing so, we would appease the tensions, and we would also retain ownership of the wood. We would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we can exploit it for a longer period of time. I find this decision perfectly viable, and I approve, but several men were killed, and their comrades will seek vengeance if the person or persons responsible do not pay for their crimes. I am convinced that Dunkus, the chief of this clan, never approved such an action. I understand, but I will only write a decree allowing people to go to this clearing, provided the murderer is delivered to us. Thank you, Master. I will inform Dunkus of your decision. Natürlich werden wir das. Jetzt war ich so froh gewesen, dass wir
nicht mehr hin und her rennen müssen. Jetzt müssen wir zurück zum Dorf und im Endeffekt müssen wir dann ja wieder zurück hierher und damit dann wieder zurück zu den Holzfällern wahrscheinlich. Ein bisschen Lauferei, aber gut. Es gibt schlimmere Lauferei-Spiele, sage ich jetzt mal so. Die das bei weitem sehr weit getrieben haben, muss man auch mal einmal sagen. So. Dann müssen wir zu dem Dorf reisen wahrscheinlich. Machen wir hier direkt. So. Hätte man sie mitnehmen sollen? Na egal. Ja. Direkt hinreisen, zurückreisen. Wir haben ja dann alles erledigt direkt, ne? Das ist ja, ups, das ist ja das Coole. Wieso? Boah, das war jetzt ein Ruckler. Bei Rucklern habe ich immer Angst, dass ich das irgendwie auf die Aufnahme oder sogar auf das, also auf sowohl den Ton als auch die Spielaufnahme irgendwie. Naja, so, dann wollen wir mal. What brings you here, Manawi? Haben wir noch was zum Nachfragen? At this old man's request, I investigated the conflict that opposes you and my nation regarding the clearing. You will now be able to access it freely to accomplish your rituals or heal the area. And the congregation will keep exploiting the forest. However, there is one condition to this new agreement. You must deliver this man to us, because he is responsible for the deaths of several woodcutters. These men died because of their own foolishness. No one else is responsible for their deaths. If they hadn't cut all the oakerberry trees, they would have survived. What does that mean? What are the two of you talking about? 3 woodcutters died eating the meat of an andrig after it was killed by a venomous dorsentats. It's nothing but a terrible coincidence. And if they had eaten the ochre berries... We know that you're responsible for all this. The hunters told me everything. How could you do this? You acted more foolishly than an irascible adolescent. By killing these men, you have brought upon us their wrath. And it is only natural that they should ask for justice. Dunkus, I beg you. I only wanted the Renoixe to understand the value of the trees they were cutting. Bloodshed only leads to more bloodshed, and you know that. I would never have thought you capable of doing something so foolish. If you want to stop the woodcutters taking vengeance into their own hands, you must deliver this man to us. I understand. But I have one condition before we make this agreement. The Lugaid Blau fooled us in the past. It is their turn to prove their good faith. What do you want from us? There is a mine in the forest that the congregation has long operated with help from my people. But digging into the mountain has risked it collapsing. We reinforced the earth with wood. We worked with the Lugaid Blau to save the mountain and the men. We agreed to stop digging and sealed the entrance with a boulder. But some Renaigse came back, and I think they started digging again. And some of my people started going missing. Perhaps because they had seen them break their promise. If the mountain collapses and it is your clan's fault, thousands of lives will be lost. And you want me to intervene? You have to stop them. Remind them of their promise. This is the price of my trust. If you do, we punish the person responsible for the death of the woodcutters, and all our quarrels will be gone. I'll go to this mine and see what's going on. Is there anything else? Nö. I must leave. Goodbye, Dunkus. Qua awalum seg. Okay, wir gehen jetzt erstmal raus, damit ich die Karte sehe. Natürlich. Aber wenn uns dann seine Gunst... Es geht ja hier alles um Gunst. So, was haben wir jetzt hier? Da. Ach nee, das war jetzt ja noch mal das, was wir vorgelesen haben. Gut. So.
Nein, hier. Waren wir nicht dort schon? Wo müssen wir denn hin? Kann man hier... Ich guck mal, ob wir nicht hier reisen können. Ja. Ach so. Ja, wartet mal. Ist da die Mine? Ja, muss ja dann, ne? Warte. So. Wir schlafen. Abenddämmerung, Morgendämmerung. Super. Achso, die Mine. Ne? Hier. Verlassenen Mine. Mhm. Ja, wir müssen jetzt hier durch, wo die Leute da sind. Sind die mittlerweile weg? Okay. Jetzt werden wir... Ah, wir werden nicht mehr aufgehalten. Okay. Gut, haben wir wieder was zum Aufdecken. Oh, warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Aber hier ist soweit nichts, ne? Hm. Ich muss überall gucken, Leute, deshalb. Ich habe da was übersehen, das weiß ich, da. Da ist auch noch mehr. Und da vorne ist irgendwie, ja. Wow. Tollkirschenbeeren. Hier ist irgendwie nichts. Weiter. Überall da, wo es leuchtet, holen wir uns was. Schönes Stück Land hier, ne? Ja, und dann kommt das, was wir Menschen, ja, abholzen. Dann sieht es auf einmal so aus. Das ist wirklich unschön. Wartet mal. Achso, da können wir lang. Gucken wir mal. Hier sind viele Sachen. Kämen wir hier rüber. Okay. Schön. Einmal an die Seite, danke. So, da leuchtet noch was. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon in die Nähe der Mine. Ein Lager. Sehr gut. Ja, super. Dann fehlt uns nur noch ein Lager. Da hinten wahrscheinlich. Minen... Ach, Gefängnis. Okay, wir gehen jetzt hier nochmal ganz kurz in die Ecke. Gehen dann zurück und... Also die Ecke hier hinten. Ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Nee, nee. Nee, nee. Aber wäre cool, ne? Wenn so einiges noch versteckt wäre. Ja gut, dann holen wir uns das da vorne noch und gehen dann rein. Oder es versuchen wir es zumindest. Sorry, this is private property. I cannot allow you to enter. Actually, no one should be able to enter. This mine is doomed. It's terribly dangerous. I wouldn't know. Our employer, Mr. Maillard, is the owner. He's got all the deeds required. Listen, you should go to the authorities. They can confirm all the paperwork. I definitely will. Oh nein, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Geht zur verlassenen Mine? Haben wir. Sind wir. Und jetzt?
sorry, this is private property. I can't... Hä? This makes no sense. Why resume the exploitation of a dangerous mine? Do they want their men to die? They may not realize how dangerous this is. We should take a closer look. Ja, wie soll ich das denn bitte beobachten, wenn die mich nicht reinlassen? Oder, ach so, doch, komm. Kommen wir von hier. Ah, okay, jetzt war ich zeitweise echt verwirrt. We should take the path that overlooks the outer wall. We should be able to see inside from there. Ich glaube, wir brauchen nicht schleichen. Machen wir jetzt aber einfach mal. Nein, machen wir nicht. They freed access to the mine. Chained natives. It's probably those missing people that Dunker spoke about, that they used to dig the mine. They've made them into slaves. We must talk to Sir de Cossillon. I hope our nation is not involved in this business. Okay. Da müssen wir jetzt wieder dahin. Oh, das ist echt ätzend, muss ich sagen. Ich habe auch gerade mal echt Rückenschmerzen heute, wenn ich ehrlich bin. Weil ich beiß mich da so durch. Aber das ist jetzt echt nicht nötig. Sehr unnötig. So, wieder zurück. Reisen. Ja, dann hätten sie wenigstens eine Reise direkt ins Dingens machen können. In den Palast. Hallo, wieso lädt das so lange? Danke. Gut. Und der ist ja auch wieder ganz oben, ne? Oh, der ist wieder ganz oben. Kann der nicht sein Büro hier unten direkt neben der Haustür haben, Mann? Nein, er muss ganz oben. So. Hallo, zum 40. Mal. Oh, jetzt bin ich aber wirklich am Raste. Ah ja, aber das stört mich so. Manche Dinge sind wirklich, die stören dann auch mich. So, pass mal auf hier. Bitte lass mich nicht nochmal rennen. De Sardet, my young student, what can I do for you? Also, pass mal auf. The mission you entrusted me with has made great progress. Very well, let's see. Good, you have traveled great distances. And the Terra Incognita will keep doing what you're... Can you roll... Hier. I've come to ask you about a mine near Vigigidor. It was closed for a long time for security reasons, but someone has started exploiting it again. I seem to recall that a concession in this area was sold to a Master Maillard. However, I do not recall the details of the contract. It was established by the previous government. Nein, sag es nicht. Merchant from Serene who arrived on the island only a short Sag while nicht wieder before we Madame did. People Moreau. say that he is unscrupulous. Unscrupulous? That's an understatement. This man had some natives captured and he's using them as slaves to work in this mine. What? Does this old brigand really think that he is above the law? We cannot tolerate such methods, but we must determine the best way to attack him. You should start by finding the deed to his property in the archives. Don't worry, we'll not let this man's behavior go unpunished. Can your old professor still prove himself useful? Ja, indem du vielleicht deinen Hintern, deinen alten, verknorrten Hintern selbst ins Archiv bewegen könntest. Tut mir leid, aber das war jetzt... Ja, wir holen jetzt das Archiv und dann gehen wir wieder hoch und dann gehen wir wieder runter. Dann werden wir wieder wahrscheinlich so Lady Moreau-Dingens da geschickt. Oh, das regt mich jetzt gerade auf. Runterrennen. Also ich lasse jetzt die Aufnahme extra an. Extra.
Also in der gleichen Quest zweimal oder dreimal die Wege echt laufen lassen, ist schon echt, das ist schon echt shit. Und das ist ja dann auch so von der einen Ecke zur anderen Ecke. Das ist ja nicht mal alles so nebeneinander. Okay, also. Tief durchatmen. Es tut mir leid, dass ich diesen alten Mann beleidigt habe. Ich werde jetzt mich beruhigen und ja, dann geht's weiter. Besitzurkunde eines alten Minengeländes, das Meister Malichor gehört. Dieses Schriftstück ist im Rechtsjargon verfasst. Es handelt sich um eine Besitzurkunde von Meister Malichor, die sich auf einige Ländereien in der Region so und so bezieht, darunter eine alte Mine. Das Dokument wurde von Lady Morange unterzeichnet. Du wirst... Nein, werde ich nicht. Du wirst ihre Hilfe brauchen, um die gesamten rechtlichen Besonderheiten zu verstehen. What do these documents say? I get lost in all the legal jargon, but they have Lady Morange's seal on them. We should find her to understand exactly what they say. Wir sagen jetzt gar nichts. Null. Rein gar nichts. Niemand erwähnt auch nur ein Wort. Auch nicht in den Kommentaren. Ihr schreibt sonst auch kaum was in meinen Kommentaren. Das muss man das jetzt auch nicht. So. Oh Mann. Oh Mann. Nochmal höher? Ja, den brauchen wir jetzt nicht. Der wird, glaube ich, nur so angezeigt. Ja. Die Mine ist mittlerweile schon eingestürzt, weil diese ganzen Rennereien hier so lange dauern. Aber dann doch lieber diese langweiligen Erkundungen. Good day, my lady. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? I need your advice once more. This time it's about the property deeds of a plot of land and of a mine acquired by a certain Maillard. Here are the deeds. I must admit that I understand very little of what's written, but your seal is on it. Do not worry, this type of document is always difficult to decipher for the uninitiated. However, they are very clear. Master Maillard is the owner of a plot of land located near Villegidor. He can exploit the forest and plant anything he wants there, but it says here that he does not have the right to exploit the mine. It's even repeated in this other paragraph. Any attempt at mining on this land is forbidden. And yet, the mine located on this plot of land has been reopened and is being exploited as we speak. According to these documents, the mine has been closed for security reasons. This man's behavior is reckless. You should go see him. He's presently in New Serene. He usually spends time at the port when he comes. He has some warehouses there. Ja, wir werden ihn aufsuchen. Nach einer Unterbrechung und in der nächsten Folge, wo ich dann vielleicht gar nicht mehr so sauer bin wie jetzt. Zumindest ist jetzt eine Abwechslung und wir müssen jetzt nicht zurück zu diesem Meister Consiglio oder wie der da heißt. Wahrscheinlich müssen wir später wieder hin, aber jetzt erstmal nicht. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.